Die Ruinen von San Lazzaro liegen oberhalb von Noli in Ligurien. Wer den Sentiero del Pellegrino wandert, kommt direkt an diesen vorbei. Welche Geschichte verbirgt sich hinter den von der Natur überwucherten Mauerzügen? Wir gehen den Geheimnissen des Ortes auf den Grund. Die ursprünglich kleine Kapelle wurde vermutlich Ende des 1. Jahrtausends erbaut. Bis zum 13. Jahrhundert erwuchs daraus eine Kirche, welche möglicherweise noch San Giuliano genannt wurde. Das Gotteshaus befand sich im Besitz des Klosters Santo Stefano in Genua. Das Kloster verkaufte sie dann an die Ritter des Johanniterordens. Diese errichteten in der Folge eine Leprakolonie und widmeten sie dem heiligen Lazarus. Fortan wurde der Ort San Lazzaro genannt. Fast 400 Jahre verrichteten die Johanniter hier ihr Werk. Doch irgendwann scheint der Niedergang des Ortes eingesetzt zu haben. Wann genau, lässt sich nicht sagen. (1585) war der Ort scheinbar bereits ziemlich verwahrlost. Damals ordnete Monsignore Niccolo Mascardi den Abriss der Kirche an. Dieser wurde jedoch nur teilweise und zeitlich versetzt durchgeführt. 2 Jahre später wurden die letzten Pestkranken in das Lazarett eingeliefert. Danach wurden die nur noch wenigen Kranken im Castello di Monte Ursino eingeschlossen. Unter welchen Umständen die Menschen dort dahin vegetierten und auf den Tod warteten, kann nur erahnt werden. Die Kirche und die weiteren Gebäude wurden verlassen und dem Verfall preisgegeben. Nach und nach bemächtigte sich die Natur der Mauern. Die Kirche verfügte nur über einen Raum mit einem Tonnengewölbe, erbaut aus lokalem Stein. Auf einen Glockenturm gibt es, zumindest bislang, keine Hinweise. Vom Lazarett der Johanniter ist nur ein einziger Raum erhalten geblieben.